Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Wie ihr vielleicht schon mal mitkriegt und ich hoffe, ihr versteht mich, es ist heute etwas stürmisch. Es ist Ostersonntag und ich hoffe mal, eure Ostereier sind nicht weggeflogen. Ich bin heute nicht alleine unterwegs. Liz ist auch mit dabei, aber sie möchte heute nicht so vor die Kamera. Wir möchten einen kleinen Spaziergang machen von ungefähr 9 bis 10 Kilometer. Die Strecke habe ich mir wieder ausgesucht auf der Seite vom DVV, also vom Deutschen Volkssportverband. Bis jetzt ist die Ausschilderung auch gut. Das freut mich schon mal, weil bei der letzten Wanderung unten am Kanal war es ja teilweise verwirrend oder die Schilder waren gar nicht mehr da. Darum habe ich auch wieder mein Ohrwurm drin, damit mir gegebenenfalls über die GPS-Strecke die Streckenführung angesagt werden kann. Aber schauen wir mal sehen, was wir erleben können. Diese Strecke führt auch wieder durch ein paar Stadtteilen, zumindest durch Schilksee und durch Friedrichsort. Und vielleicht kann ich euch da ein paar interessante Plätze wieder mal zeigen und euch darüber was erzählen. Also kommt mit und wir gehen mal los. Hier haben wir dann gleich noch eine Übersichtskarte gefunden beim Biotop Brandsbrook. Dann kann ich euch kurz mal zeigen, wo wir geparkt haben. Also hier bei dieser Haltestelle. Sind jetzt hier durchgegangen, diesen Weg und wieder hier hoch. Das ist jetzt unser Standort. Wir werden dann hier so weitergehen, streichen Schilksee, was das hier ist, gehen hier runter bis an die Förde, also die Strander Bucht sozusagen, gehen hier weiter und werden dann hier wieder hoch zurück zum Parkplatz. Das ist übrigens das Biotop. Hier haben wir dann noch so einen kleinen Mini-Lost Place gefunden. Was das sein könnte, keine Ahnung. Sieht auch ein bisschen komisch aus und würde nicht von ausgehen, dass das irgendwas mit dem Krieg zu tun hat. Weil ich wüsste nicht, für was das sein könnte. Vielleicht wisst ihr ja, was dies ist. Ist auch ziemlich klein. Also Schutzmechanismus würde er nicht so viel haben. Und hier unten im Wald ist genau noch mal so eine Bude. Also wie gesagt, wenn ihr mehr wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. So, hier haben wir noch mal so eine ähnliche Hütte. Und das Interessante ist hier gibt es, hat sich wohl jemand bequem gemacht. Also schlafen würde ich hier drinnen nicht. Das sieht nämlich ganz schön dreckig aus. Aber ich weiß nicht, ob das so eine Beobachtungshütte ist oder sowas. Oder die Klamotten oder Obdachlose leben hier. Man weiß es nicht. Sieht schon ganz schön komisch aus. Aber zumindest hätte man den Blick hier raus. Aber das wäre ja auch zugewachsen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn da sich so eine Unterkunft gebaut hätte.
Hier war ich zumindest schon zweimal. Jetzt mit Liz das dritte Mal. Eine Tour davon war im letzten Jahr der Kielmarsch, wo ich die 33 Kilometer gelaufen bin. Wenn euch das interessiert, werde ich es natürlich oben verlinken. Das ist übrigens die Seekamper Feuchtwiese und durchflossen wird sie durch die Schilkseer Au. Die Seekamper Feuchtwiese ist hier geprägt eiszeitlich und wie man sieht, ist diese Wiese sehr feucht. Die Brücke hier, wo wir übrigens rüberlaufen, die ist 200 Meter lang und geht in den gleichnamigen Ort Schilksee. Jetzt kratzen wir den Ortsteil Schilksee so ein bisschen an. Bekannt, also zumindest die erste Nennung des Ortes rührte von einem Adligen her, der aus einer Urkunde von 1274. Und dieser Ort wurde 1959 nach Kiel eingemeindet. Schilksee ist auch noch bekannt durch die Olympiade. Dort wurde dann halt ein großes Olympiadorf ausgebaut. Jetzt ist wieder die Frage, ob Olympia in Kiel stattfinden soll. Dafür gibt es gerade einen Bürgerentscheid. Das sollte für sich jeder entscheiden. Aber ich finde immer, das Geld, was dafür ausgegeben werden soll, sind eigentlich wichtigere Gelder für andere Projekte. Zu den Steinansammlungen habe ich leider nichts gefunden. Entweder ist es wirklich eine Begräbnisstätte oder einfach nur eine Ansammlung von Findlingen, die man hier nebenan auf dem Feld gefunden hatte. Ich hatte ja schon was dazu gesagt, zwecks Olympia. Kiel war schon zweimal Austragungsort für Olympia, zumindest für einige Disziplinen wie Segeln. Das war einmal 1934 Shit, no, man. und 1972. Und in dem Zuge der Olympiade von 1972 wurde hier in Schilksee das Olympiadorf / Zentrum eingerichtet und gebaut. Wir haben die Kieler Förde erreicht. Sozusagen die Strander Bucht. Ganz im Hintergrund ist übrigens das Marineehrenmal von Laboe zu sehen. In dieser Richtung hat man dann einen leichten Blick auf den Olympiahafen von Schilksee.
der Straße oder vorher schon an dem Anleger Falkenstein sind wir in Friedrichsort gelandet. Das ist auch ein Stadtteil von Kiel, der 1922 eingemeindet wurde. Aber sie ist schon früher entstanden durch die berühmte Festung Friedrichsort. Die hatte Christian IV. Gebaut, 1631 im Zuge des Dreißigjährigen Krieges. Dort kommen wir aber heute leider nicht vorbei. So langsam kommen wir jetzt zum Ende unserer Tour von heute am Ostersonntag. Denn haben wir dann auch die Strecke bewältigt von etwas über 9 Kilometern. Die Strecke, ja, also zum Anfang, bis wir den Strand verlassen haben, war sie eigentlich ziemlich gut. Bis auf das letzte Stück hier jetzt, das ging doch sehr viel auf Asphalt entlang, teilweise auch dicht an der Straße. Das war nicht so schön. Am Strand unten, wo wir dann halt an der Förde entlang spazieren gegangen, da war auch der Wanderweg direkt am Wasser weggespült. Dort musste man sich dann noch einen Weg suchen, dass man wieder auf den Weg raufkommt. Das war auch ein bisschen tricky. Aber die Beschilderung dieses Wanderweges war dann doch ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Also man konnte sich relativ gut auf die Beschilderung des Wanderwegs verlassen. Es war heute eine stürmische Wanderung. Im Wald hatte man noch ein paar Parts, wo dann auch Äste runtergekommen sind. Die Füße tun bei Liss weh, weil dort haben wir uns bei den Wahl der neuen Wanderschuhen etwas vertan. Also die werden wohl eher Alltagsschuhe werden und eher nicht geeignet für Wanderungen. Darum werden wir jetzt gleich mal nach Hause die Füße hochlegen und sie ausruhen lassen. Für uns war es noch ein weiteres Training für den nächsten Wandermarsch, weil wir wollen Anfang Mai den Grenzmarsch bestreiten, der oben bei Flensburg startet und über die deutsch-dänische Grenze geht. Da ist der Ausrichter Marsch zum Meer und dort haben wir uns angemeldet für die 27,5 Kilometer. Ich hoffe, dass ihr mich überhaupt versteht, weil der Wind ist doch etwas stark gerade. Aber kommen wir zum Schluss. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr uns begleitet habt. Dann wieder natürlich nicht vergessen zu liken, zu kommentieren und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch abonnieren. Dann so wie immer zum Schluss, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!